Ich möchte in keiner besonderen Reihenfolge meine Aquarien einmal vorstellen. Und ich fange hier mit meinem 70 Liter Aquarium an, weil sich da drin meine Sunset Guppies tummeln und ich die sehr, sehr gerne mag. Und weil das Aquarium auch schon relativ lange läuft und ich auch mit der Bepflanzung ziemlich zufrieden bin. Und jetzt erzähle ich einmal, wie das Aquarium so aufgebaut ist. Als Bodengrund habe ich reinen Poolfiltersand, den ich damals ein bisschen zu hoch gewählt habe. Mittlerweile nehme ich da nur noch so die halbe Höhe und das ist auch völlig ausreichend für ein Pflanzenaquarium. Aber in dem hohen Bodengrund wächst auf jeden Fall alles sehr gut, wie man sieht. Und gedüngt wird das Ganze eigentlich nur über den Boden. Das heißt, die Wurzelzehrer bekommen hier diese Zimmerpflanzen, Düngestäbchen direkt an die Wurzeln gesteckt, in den Sand rein, schön tief, damit da kein Kontakt zum Wasser besteht. Und ansonsten gebe ich da nur einmal die Woche beim Wasserwechsel sowas dazu, was sich Aquariumvitamine nennt, aber eher für die Bewohner gedacht ist, also für die Fische als für die Pflanzen selbst. Aber ich nehme an, wenn die irgendwelche Vitamine oder Mineralstoffe brauchen, dann nehmen die sich das da auch. Die Pflanzen sind hier von hier beginnend eine wunderschöne große Kryptocoryne venti, die sich sehr schön ausgebreitet hat bis nach hinten und die Technik weitestgehend versteckt. Dann eine Kryptocoryne lutea, die sich ebenfalls sehr schön als Bodendecker ausgebreitet hat. Das hier ist Alternatera reinecki rosanervig, die einzige Stängelpflanze im Aquarium, die, sage ich mal, in meinen Aquarien mit etwas härterem Wasser nicht so gut wächst wie in dem einzigen Aquarium, das ich mit etwas weicherem Wasser betreibe. Ich nehme an, das liegt daran, dass sie den hohen pH-Wert nicht so gerne mag, der in meinen Guppy-Aquarien herrscht. Der liegt so bei irgendwas zwischen 7,8 und 8,0. Wie gesagt, in meinem Aquarium mit etwas weicherem Wasser wächst sie schneller und bekommt auch größere Blätter. Hier ist sie sehr langsamwüchsig, ich finde sie trotzdem hübsch, aber wie man sehen kann, bekommt sie auch so bei den älteren Blättern im oberen Bereich so einen leicht grünen Belag, was natürlich auch daran liegt, dass sie nicht besonders schnellwüchsig ist. Und wenn mich das optisch stört, dann kneife ich einfach die oberen Teile der Pflanze aus und lasse die von unten wieder schön nachwachsen. Im Hintergrund ist das flutende Pfeilkraut. Da fällt mir jetzt gerade der lateinische Name nicht ein. Ah doch, Sagittaria subulata heißt das. Das ist eine ganz interessante Pflanze, die wächst in den etwas höheren Aquarien, wo das Licht sich weiter oben befindet, zu relativ hohen Stängeln ran, wie man sehen kann, also bis zur Wasseroberfläche und legt sich dann da auch hin, so ein bisschen wie eine Vallisneria. Und in meinem kleineren Aquarium, da wächst die als Bodendecker und wird nur so maximal, na, ich sag mal 8 cm hoch. Also das ist sehr interessant. Je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind, verhält sie sich anders. In diesem Aquarium möchte ich das aber so, dass sie bis zur Wasseroberfläche hoch wächst, weil das ein sehr gutes Versteck für Babyfische ist. Und über der Subulata habe ich dann noch einen ziemlich dicken Klumpen Stringimoos, der einfach nur auf so einem kleinen Korkenzieher-Haselästchen drauf liegt, ohne geklebt oder angebunden zu sein, weil das Moos wie verrückt wächst und regelmäßig geteilt werden muss. Sonst übernimmt das ganze Aquarium. Und deshalb finde ich das ein bisschen lästig, das aufzubinden oder anzukleben. Es ist viel einfacher, das Moos einmal alle 14 Tage, 3 Wochen rauszunehmen, in der Mitte zu teilen, die eine Hälfte zu entsorgen und die andere Hälfte wieder ins Aquarium zu packen. So wird Moos auch nicht lästig in der Pflege. Ja, das war es auch schon mit der Bepflanzung. Die Technik besteht aus
einer dimmbaren LED-Leiste, die ich jetzt für das Video auf 100% Leuchtkraft gestellt habe, aber so im Alltag läuft die auf 70% und das ist auch sehr ausreichend. Und da das Aquarium am Fenster steht, geht die Beleuchtung die ganzen Sommermonate komplett aus. Dann bekommt das Aquarium nur natürliches Licht und ab und zu mal Sonnenlicht. Wir sind hier in Norddeutschland, also wegen Überhitzung und zu viel Sonneneinstrahlung muss ich mir keinen Kopf machen. Und sollte es doch mal wieder erwarten einen sehr heißen, sehr sonnigen Sommer geben, dann habe ich hier auch einen Rollladen am Fenster, der dann sowieso runtergeht, damit wir hier drin es auch nicht zu heiß haben. Und das profitieren dann natürlich auch die Fensterbank-Aquarien davon. Auf der Rückscheibe klebt eine ganz normale Milchglasfolie, die so ein bisschen dabei mithilft, dass durch das Sonnenlicht eben keine Algen an der Rückscheibe wachsen. Und ach ja, die Abdeckung hier oder den Rahmen besser gesagt, den habe ich selbst gebastelt. Das sind einfach nur Dachlatten zurechtgeschnitten, zusammengeschraubt und mit dunkelbrauner Lasur behandelt. Und oben auf dieser Abdeckung befindet sich dann so eine 3 mm Acrylscheibe, damit hier nicht zu viel Feuchtigkeit in die Raumluft verdunstet, weil das ist unser Wohnzimmer und da wollen wir jetzt ja keine Probleme kriegen wegen den Aquarien. Das 70 Liter Becken ist übrigens mal ein Komplettset gewesen, wie ganz viele meiner Becken, aber die Komplettsets erleiden dann immer meistens das Schicksal, dass am Ende nur noch das Becken übrig ist und alles andere einmal ausgetauscht wird. Als erstes tausche ich immer die Beleuchtung aus, weil mit der Beleuchtung von, ich sag mal, günstig gekauften Aquarien bin ich eigentlich nie zufrieden. Die reicht mir nicht für den Pflanzenwuchs, da muss was Besseres hin. Und beim Filter habe ich jetzt vor kurzem umgestellt auf kleine runde Schwammfilter, die mit einer Luftpumpe betrieben werden. Und diese Luftpumpe versorgt hier insgesamt 4 Aquarien. Also das wären einmal die 3 Fensterbank-Aquarien, die hängen da dran. Und dann noch hier mein 126 Liter Becken. Das hat ebenfalls einen Schwammfilter spendiert bekommen. Hier steht die Pumpe. Und hier sind die Verteiler. Wie man sieht, habe ich die Pumpenleistung sogar relativ stark zurückgedrosselt, weil ich nicht so viele Blubberbläschen im Aquarium haben möchte, dass die Acrylabdeckungen ständig Kalkflecken bekommen. Und das scheint super zu funktionieren. Es wird regelmäßig per Tröpfchentest auf Nitrit getestet und da ist alles im grünen Bereich. Hier in dem 70 Liter Becken habe ich zusätzlich noch einen ganz kleinen Innenfilter mit so groben Tonröhrchen drin. Letztendlich, um noch ein bisschen mehr biologische Filterung zu haben, weil ich die Schwämme alle 14 Tage gründlich auswasche und da kommt auch immer ordentlich Dreck raus. Also die leisten hier wirklich was. Und die Tonröhrchen, die können ein bisschen länger laufen, bevor die mal eine Reinigung bekommen. Ja, meine Guppies, das ist hier meine Zuchtgruppe Sunset Guppies, die ich persönlich wahnsinnig schön finde. Und zu meiner großen Freude funktioniert das jetzt auch mit dem Nachwuchs. Da hatte ich am Anfang ein bisschen zu kämpfen mit den Lieben hier, weil die Guppi-Mamas, die machen ganz gerne mal Jagd auf ihre eigenen Babys, wenn die ganz frisch geboren sind. Das habe ich auch schon beobachtet. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass das daran liegt, dass das so leuchtend gelbe Fische sind und dass das bei den Elterntieren einfach den Jagdtrieb eher anregt, wenn da sowas super gelb leuchtendes an ihnen vorbeihuscht, während die Guppi-Babys von anderen Züchtungen eben am Anfang so ein bisschen unscheinbarer sind, so ins
dunkelgraue, bräunliche, schwarze reingehen und dann später erst ihre Farbe bekommen. Ich glaube, die können sich einfach besser vor den eigenen Eltern verstecken. Aber wie gesagt, mittlerweile klappt das. Ich denke zum großen Teil, weil das Aquarium so schön zugewuchert ist. Ja, Wasserwechsel mache ich in dem Aquarium alle 14 Tage. Da kommen einmal 50% raus und direkt wieder rein. Ganz ohne irgendwelche Zusätze oder Wasseraufbereiter, weil ich hier sehr schönes, sauberes Wasser aus meinem eigenen Hausbrunnen habe. Und das ist auch völlig ausreichend. Also wie gesagt, immer wenn ich mal teste, sporadisch, sind die Werte alle tiptop im grünen Bereich. Ach ja, die Werte sollte ich vielleicht auch noch sagen. Ich messe fast nur noch mit meinem elektrischen Leitwert- und pH-Messer. Deswegen habe ich jetzt GH, KH und so weiter, was einen sonst so interessiert, nicht so ganz auf dem Plan. Aber als ich das noch regelmäßig per Tröpfchentest gemessen habe, da waren meine Guppy-Aquarien bei KH 14, GH 19 und pH 7,8 bis 8,0. Und der Leitwert ist hier in diesen Guppy-Aquarien immer so bei 350, 360. Da habe ich auch ein Auge drauf, falls sich da irgendwas drastisch verändern sollte, dann schaue ich mal, woran das liegt, aber normalerweise gibt es da keine großen Veränderungen. Das ist ja auch irgendwie klar, wenn man alle 14 Tage Wasserwechsel macht, dass da nicht viel passiert. Ja, und ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch jetzt noch ein paar Aufnahmen von meinen Tieren im Aquarium anschauen.